Hallo alle zusammen, wie geht es euch? Heute diskutieren wir über ein wichtiges Thema, Sprechen Teil 2, Goethe-Zertifikat B1. Sind Sie für oder gegen die Globalisierung? Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag, den ich jetzt halten möchte. Das Thema meines Vortrags ist: Sind Sie für oder gegen die Globalisierung? Zuerst möchte ich über meine persönlichen Erfahrungen sprechen, dann würde ich Ihnen die Rolle von Globalisierung in meinem Heimatland beschreiben. Im Schluss daran würde ich die Vor- und Nachteile erwähnen und zum Schluss möchte ich meine Meinung zum Ausdruck bringen. Bezüglich meiner persönlichen Erfahrungen glaube ich die Globalisierung als eine bedeutende Rolle in unserer Gesellschaft. Hier möchte ich ein Beispiel von meinem Freund berichten. Nach dem fünfjährigen meinen gearbeiteten Freund als IT-Ingenieur in Luxemburg ist, hat er dort 2 Stockwohnungen gekauft. Während seines Arbeits besucht er ganz in Europa und außerhalb des Europa hat er auch kennengelernt. Jedoch die Situation in meinem Heimatland wegen der Globalisierung ist wahrscheinliche Erhöhung. Deshalb kann man mit keiner Bewegung ruft jemanden irgendwo auf der Welt an, kann die ganze Welt Nachrichten empfangen und kann irgendwo auf der Welt arbeiten. Wegen der Globalisierung haben wir bessere Ausbildung, Erleichterungen und ausgestattetes Krankenhaus. Jetzt komme ich zu den Vorteilen und Nachteilen des Themas. In einer Zeit finde ich sehr toll, wegen der Globalisierung kann man besseren Jobmöglichkeiten finden und ein bequemes, ausgestattetes und ruhiges Leben zu führen. Aber in andererseits fühlte ich sehr bedauerlich, wegen der Globalisierung haben wir wachsenden und ungesunden Konkurrenz bei dieser Unterschiede zwischen arm und reich immer größer werden. Umweltschützen ist auch ein großes Problem aus Globalisierung. Meine persönliche Meinung zu dem Thema ist, dass Globalisieren notwendig ist, aber Abteilungen des Finanzministries sollten einigen Planen für armen Leute erhalten und Abteilungen des Umweltministries müssten strenge Schritte gegen die umweltfreundliche Umgebung übernehmen. Also, das war alles von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Frage zu beantworten.